Ich bin's wieder, Julia. Ihr kennt mich aus der letzten Folge. Wenn nicht, dann könnt ihr euch die hier nochmal anschauen. Wir reden über eine Theme-Erstellung. Und bei mir war es jetzt, oder ist es jetzt das Thema Fashion Theme. Ich habe mir natürlich dazu im Vorfeld Gedanken gemacht. Das heißt, wie kann ich das Thema angehen? Und wie sich das so bei mir so gehört, ne? Ich bin eine Frau, ich shoppe auch natürlich ganz gerne mal, ne? Und dementsprechend habe ich erstmal geguckt, was macht die Konkurrenz, was finde ich gut, was gefällt mir einfach an den Shops, wie machen die das und was würde ich anders machen und was würde ich auf jeden Fall übernehmen wollen. Wenn wir in einen Laden gehen, dann haben wir eine bestimmte Laufrichtung. Wir wissen auch ganz genau, dass bei Obst und Gemüse die Lampen etwas gelber sind, damit das Gemüse einfach ein bisschen schöner aussieht. Sowas haben wir alles im Online-Shop nicht. Im Online-Shop müssen wir mit ganz anderen Mitteln arbeiten, aber trotzdem wollen wir Stimmung erzeugen und wir wollen den Kunden das Produkt näher bringen und wir wollen einfach auch, dass der Kunde schnell zu seinem Produkt kommt. Das heißt, wenige Klicks zum Ziel. Mittlerweile gibt es ganz viele Comedians, die sich darauf spezialisiert haben, Männer und Frauen zu analysieren. Und wie wir ja alle wissen, sind wir völlig unterschiedlich. Also das ist auch das Kaufverhalten von uns. Das ist völlig unterschiedlich. Aber andersherum dürfen wir jetzt auch nicht den Fehler machen und rosa Seiten und babyblaue Seiten zu erstellen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, genauer hinzuschauen, wie surft eigentlich mein Freund und wie surft eigentlich meine Freundin und daraus einfach die Rückschlüsse ziehen und mehr ist es nicht. Damit das Theme auch wirklich funktioniert, müsst ihr es natürlich testen im Vorfeld. Das heißt, ihr müsst einfach schauen, okay, das, was ich mir überlegt habe und das, was ich da eingebunden habe, funktioniert das auch? Und wie kann man das am besten machen? Man nimmt einfach einen Bekannten und lässt ihn einfach mal da durchklicken und man setzt sich daneben und der Bekannte soll dann einfach mal dabei erzählen und sagen, okay, was findet der gut, was findet der nicht gut und achtet mal darauf, wenn ihr nichts sagt, aber trotzdem Feature eingebaut sind von euch. Und dann lasst das einfach mal, weil Feature, die gut sind, die merkt man nicht. Aber das, was schlecht läuft, das fällt auf. In der nächsten Folge werden wir an meinen Arbeitsplatz gehen. Da werden wir also zusammen mal ein bisschen durch die Templates klicken, durch die Dateien klicken und dann werdet ihr sehen, dass es wirklich mit ganz, ganz wenig CSS-Magic schon eine ganze Menge zustande kommt. Und das sollte euch echt Lust machen, da einfach mal ein paar Stunden zu investieren und am Ende kommt ein Shop-Theme raus. Ich habe noch was vergessen und zwar könnt ihr alles noch im Blog nachlesen, da habe ich euch das schön zusammengeschrieben und ja, schaut mal rein.